mich selbst, so wie ich wirklich bin, zu lieben, anzunehmen, das ist ein andauernder Prozess und war für mich tatsächlich ein ganz, ganz großer Schlüssel. Erst die Krankheit annehmen und dann mich selbst annehmen und dann mich selbst lieben. Ja, herzlich willkommen. So schön, dass wir uns nochmal treffen, liebe Anna, Rachel und Kata. Wir haben ja dieses Gespräch bereits auf Instagram geführt und wir kennen uns auch alle vier über Instagram. Und uns verbindet alle vier das Essen. Ihr habt so schöne Ernährungsvlogs und ja, habt euch selber in euer Gleichgewicht gebracht mit der Ernährung. Aber heute sprechen wir über etwas anderes und nämlich, was ist heilsam, abgesehen von der Ernährung? Und ich finde das so ein spannendes Thema, gerade weil Ernährung ist etwas, was wir greifen können. Wir können es sehen, wir können es teilen. Und über das, was wir heute sprechen, das ist sehr feinstofflich. Es geht sehr nah und ist sehr persönlich. Also vielen Dank, dass wir das nochmal hier für den YouTube-Kanal wiederholen können. Sehr gerne. Ja, Ja. wollen wir gleich eine kleine Vorstellungsrunde machen, wie ihr heißt und welche Diagnose ihr bekommen habt. Und dann tauchen wir gleich ein in das Thema, was uns nebst der Ernährung geheilt hat. Wer möchte anfangen? Rachel? Ja, gerne. Ja, mein Name ist Rachel. Ich habe mich letztes Jahr als Ernährungs- und Gesundheitscoach selbstständig gemacht und fliege auch noch in Teilzeit bei der Lufthansa als Flugbegleiterin, jedoch gerade nicht so aktiv, Corona-bedingt. Und vor 3 Jahren habe ich die Diagnose Schilddrüsenunterfunktion und polyzystisches Ovariensyndrom bekommen. Das verbindet ja auch Katha und mich, dass wir auch beide die Diagnose polyzystisches Ovariensyndrom hatten. Und ja, ich habe mich dann eben auf meinen eigenen Heilungsweg gemacht und ja, so dann hier gelandet am Ende. Ja, danke. Katha, willst du gleich weitermachen? Sehr gerne. Genau, ich bin die Katha. Ich mache beruflich ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ich bin Teilzeit noch in meinem alten Beruf als Produktmanagerin in einem großen Konzern, habe das aber vor gut 2 Jahren runtergefahren, um mich eben auch selbstständig zu machen mit zum einen Instagram, dann eben auch der ayurvedischen Ernährungsberatung und Yogalehrerin bin ich auch noch. Ja, die Kombi mag ich ganz gerne, einfach ein bisschen von allem. Und meine Diagnosen, die Rachel hat es ja gerade schon gesagt, zum einen PCOS, meine ganze Krankengeschichte hat aber angefangen mit einer Diagnose von Morbus Basedow, ganz, ganz viele Jahre schon her, da war ich so Anfang 20, ich bin jetzt 32, also gut 10 Jahre ist diese Diagnose her gewesen. Und ich habe das ganz, ganz lange nicht so wirklich wahrhaben wollen und auch nicht so richtig als Nachteil diese Symptome empfunden. Und dann war bei mir irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ich die Pille abgesetzt habe. Und zu dem Zeitpunkt kam eben die Diagnose PCOS dazu, weil ich tatsächlich 2 Jahre meine Periode nicht zurückbekommen habe. Genau, und das war eigentlich so der Startschuss von meiner Heilungsreise, weil das so deutlich für mich war, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann endlich eingesehen, dass halt auch diese ganze Schilddrüsenüberfunktion mit Morbus Basedow einfach meinen ganzen Körper so beeinflusst, dass er nicht richtig funktionieren kann. Und das war für mich eben erst so richtig sichtbar, als diese Periode nicht zurückkam. Genau, das soweit erstmal zu mir und meiner Diagnose. Vielen Dank, Katha. Liebe Anna? Ja, also ich bin Anna, ich komme aus der Nähe von Lübeck. Und ja, beruflich mache ich jetzt gerade tatsächlich, also ich habe jahrelang also ich bin Friseurmeisterin und habe 8 Jahre lang bei Selbstständigen und habe als Hochzeitsstylistin gearbeitet. Und seitdem ich mich aber auf den Heilungsweg begeben habe, habe ich meinen Beruf aufgegeben und mache im Moment, also ich bin Mama und ich mache aber nebenbei sozusagen eine Ausbildung als Heilpraktikerin momentan. Ja, und zu meiner Diagnose, ich habe seit 17 Jahren die Diagnose Morbus Basedow, so wie Katha eben auch. Und das ist tatsächlich ähnlich, dass ich da die Diagnose gar nicht ernst genommen habe, sondern einfach
gesagt, also das hat sich für mich wie so ein Irrtum immer angehört. Und außer der Diagnose Morbus Basedow hatte ich viele, also wirklich viele verschiedene neurologische Symptome, die ich jetzt nachhinein, glaube ich, nicht unbedingt mit Morbus Basedow in Verbindung setze, sondern einfach mit anderen Dingen. Und ja, da hatte ich aber keine Diagnose dazu, sondern ich lief einfach von Arzt zu Arzt mit diesen Symptomen und keiner wusste Rat. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt im August letztes Jahres, da hatte ich einen Zusammenbruch, kann man so nennen, da bin ich im Krankenhaus gelandet, wo es mir wirklich sehr, also man kann wirklich sagen, das hat mich aus dem Leben rausgehauen, ausgenockt. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, war da auch 5 Tage komplett zur Untersuchung und mir wurde gesagt, meine Schilddrüsenwerte sind sehr, sehr schlecht und mir wurde zum wiederholten Mal, wie die Jahre davor, geraten, dringend die Schilddrüse herauszunehmen. Und das war für mich ein Zeichen, dass ich gesagt habe, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Ich möchte nicht mit dieser Diagnose, ich möchte nicht mit Symptomen durchs Leben gehen. Und irgendwie muss es ein Ende haben. Und da kam eben Anthony William in mein Leben und seitdem befinde ich mich auf dem Heilungsweg. Genau. Ja, vielen Dank, Anna. Vielen Dank euch 3. Ich durfte euch ja alle eigentlich schon interviewen. Die Interviews sind noch nicht online, weil wir so weit im Voraus produzieren. Also ich freue mich schon, wenn wir eure Geschichten endlich veröffentlichen dürfen. Die sind einfach so inspirierend. Ja, zu mir kurz, mein Name ist Priscilla. Ich hatte schlussendlich Diagnosen wie Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie, Endometriose, aber alles fing an mit Verdauungsstörungen, also dass ich nicht mehr gut verdauen konnte, dass ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten entwickelt hatte und das hat sich dann innerhalb von 10 Jahren so hochgeschaukelt. Ja, wie bei allen von uns, irgendwann kommt der Moment, wo wir sagen, okay, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas läuft schief und wir merken, wir müssen etwas ändern. Könnt ihr da von diesem Moment erzählen und was ihr ausprobiert habt, abgesehen von der Ernährung? Also wir haben es schon angetönt, wir ernähren uns alle inspiriert nach der Ernährungslehre von Anthony William. Aber heute sprechen wir eben genau darüber, was abgesehen von der Ernährung da dieser Impuls war, die ersten Schritte. Wer möchte weitermachen? Rachel, magst du wieder starten? Ja, gerne. Also bei mir war tatsächlich so die Zündung für diesen Heilungsweg war tatsächlich meine Diagnose. Ich hatte vorher schon lange das Gefühl, dass bei mir irgendwie einige Themen sich so angestaut hatten, die mal näher angeschaut werden möchten bei mir. Und das war eben zum einen ein Studium, was ich schon seit 7 Jahren machte da zu dem Zeitpunkt und was mich aber extrem unglücklich gemacht hat, einfach weil ich gar nicht wusste, was ich damit mal später machen möchte und auch gar keine Leidenschaft so mehr dabei hatte bei dem Thema. Ich habe Politikwissenschaften und Ethnologie studiert und das war für mich eine Sache. Ich war da wie so gefangen in diesem Studium, auch eben deshalb, weil ich eigentlich kurz vorm Bachelor stand, also nur noch mein Bachelor hat gefehlt, aber irgendwie, also ich konnte irgendwie nicht mehr weitermachen, obwohl es nur noch diese eine Prüfung war und alle so gesagt haben, es fehlt doch nur noch diese eine Sache, so. Und genau, das war so das eine. Und zum anderen waren bei mir auch so viele familiäre Themen einfach, die sich aufgestaut hatten, wo ich auch einfach viele so Themen hatte. Und da wusste ich einfach, ja, das ist jetzt der Moment, wo ich da jetzt rangehen darf, als ich dann meine Diagnose bekommen habe. Ich war zu dem Zeitpunkt auch, hatte ich mich schon seit 10 Jahren vegan ernährt und auch viel schon mit Ernährung beschäftigt. Und deshalb war das dann auch zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie ein Thema, dass ich Dinge in der Ernährung nochmal umstelle, nochmal genauer vielleicht auch glutenfrei esse oder so. Aber mein Hauptfokus war in dem Moment wirklich, okay, rauszufinden, was ich wirklich möchte im Leben, auch in Bezug auf meinen weiteren Werdegang und eben wie ich es schaffe, Entspannung in diese ganzen familiären Themen in mir drinne zu finden. Ja. Deshalb, ich hatte auch Anthony William da noch gar nicht gefunden. Also das nochmal so ein kleiner Spoiler. Ich habe den erst ein Jahr später, als tatsächlich auch meine Werte alle schon wieder voll im Normalbereich waren, hatte ich ihn erst entdeckt und ihn dann eben als Unterstützung auch nochmal jetzt weiter verwendet und benutze ihn auch wie so als Prophylaxe und meinen Körper weiterhin zu stärken. Aber er war jetzt in dem Moment gar kein großer Teil von meiner Heilungsreise sozusagen.
Wie war denn das für dich, als du die Diagnose bekommen hast? Also wie können wir uns das vorstellen? Ja, das war krass, weil ich saß auch bei der Frauenärztin und habe auch so mit ihr wie so diskutiert, dass sie wollte mir wie so Symptome zuschreiben, die ich gar nicht für mich wahrgenommen habe und habe dann auch gesagt, hey, das kann doch aber gar nicht sein. Ich fühle das gar nicht alles so. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, was kann ich denn noch machen? Weil ich hatte mich ja eh schon immer gerne mit Ernährung beschäftigt und so zu dem Thema. Und dann meinte sie, ja, da kann man gar nichts machen und man muss dann eben Medikamente auf Lebenszeit nehmen und man kann wahrscheinlich halt auch nicht schwanger werden. Und das war für mich schon irgendwie auch ein Schock, aber irgendwie war es auch so ein bisschen ein Schock, weil es überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Also ich konnte mich gar nicht damit identifizieren. Und ich bin dann auch da raus und hatte eigentlich in dem Moment schon die Entscheidung für mich getroffen, okay, das ist jetzt einfach der Punkt, wo ich eben die ganzen Sachen ändern darf, die mich gerade irgendwie schon stressen und belasten und mich jetzt da richtig drum kümmern darf und hatte in mir drin jedoch schon so diesen Glauben festgestellt, dass ich die Medikamente nicht brauchen werde. Ja. War das einfach so eine innere Stimme oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das war irgendwie wie so ein inneres Wissen. Es kam irgendwie einfach hoch in dem Moment. Und ich wusste es dann auch und ich wusste auch zum Beispiel, dass mir viele Dinge nicht gut getan haben, die ich in dem Moment, also die ich zu der Zeit gemacht habe, wie zum Beispiel Alkohol trinken oder auch Rauchen. Das waren alles Dinge, bei denen wusste ich, die tun mir nicht gut. Und das war dann wie so, okay, jetzt hast du den Grund, warum du es nicht mehr machst. Ja, jetzt hast du die Motivation. Und vorher war es immer so, ja, ich weiß, es ist alles irgendwie nicht gesund. Ich weiß auch, mein Studium tut mir nicht gut. Aber irgendwie alle machen es ja. Also alle machen das ja und alle studieren auch irgendwas, weil man halt studiert. Ja, ja, spannend. Vielen Dank. Kata. Ja, ich finde es so mutig, was die Rachel erzählt hat. Ich war tatsächlich während meines Studiums noch nicht so mutig, obwohl ich wahrscheinlich ganz tief in mir auch schon wusste, dass das alles mich nicht so glücklich macht. Ich würde tatsächlich sagen, wenn ich gefragt werde, was war jetzt das, was mir eben außer die Ernährung geholfen hat, dann war es zusammengefasst eigentlich eben ein Bewusstsein für meine Bedürfnisse erstmal wieder lernen, verstehen, was ist im Ayurveda meine Konstitution oder mein Grund naturell, wie ticke ich und was mache ich eigentlich alles, was dieses Grundnaturell aus der Balance bringt. Denn da habe ich ganz viel gemacht tatsächlich, was das aus der Balance gebracht hat. Ja, das klingt jetzt natürlich irgendwie alles einfacher, als es tatsächlich ist, weil man macht natürlich nicht über Nacht, kommt man zu dem Punkt und sagt, oh, ich lebe gegen meine Bedürfnisse und ich ändere das jetzt mal. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit einer Yogalehrerausbildung relativ überstürzt angefangen habe, weil ich gerne Yoga gemacht habe, aber eigentlich aus einem körperlichen Aspekt, weil sich das gut angefühlt hat. Und dann bin ich durch diese Yogalehrerausbildung zwangsläufig quasi auf das Thema Meditation gestoßen. Das war für mich erstmal ganz schwierig und eigentlich unmöglich, weil ich eben aus dieser Schilddrüsenüberfunktion so eine innere Unruhe hatte und so ein Gedankenkarussell eigentlich permanent in mir geherrscht hat, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich war erstmal. Dann bin ich aber durch eine andere quasi Yoga-Kollegin auf Dr. Joe Dispenza gestoßen. Und der hat mich dann eben dadurch, dass er sehr wissenschaftlich an das Thema Meditation rangegangen ist, tatsächlich sehr inspiriert, dem Ganzen tatsächlich mal eine Chance zu geben. Also ich habe, glaube ich, mit dem Buch Du bist das Placebo angefangen. Und das hat sich für mich einfach so einleuchtend angehört, dass mein Gehirn tatsächlich meinen Körper beeinflussen kann. Wenn ich schaffe, meinen Geist irgendwie zu beherrschen, dann kann eben mein Geist auch meinen Körper beeinflussen. Und so bin ich dann so ein bisschen näher eigentlich an meine eben Bedürfnisse oder an mein Grundnaturell rangekommen. So einen richtigen Shift gab es bei mir dann aber, als ich mich tatsächlich mal 2 Monate komplett rausgezogen bin. Ich bin dann ganz klischeemäßig nach Indien gereist, habe dort eine Ayurveda-Kur gemacht und hatte einfach 2 Monate Zeit, mal ganz ruhig zu werden, mich nur mit mir selbst zu beschäftigen. Und das ist natürlich ein super Privileg, dass man das machen kann. Ich bin überzeugt, dass man das auch zu Hause machen kann, aber es macht halt einfach einfacher, wenn man sich irgendwie in gewisser Art und Weise rausziehen kann. Und ja, in der Zeit habe ich mir eben auch noch so ein paar Themen aus der Kindheit angeschaut, habe damals das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden gelesen und
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz cooler Einstieg, wenn man eben selber in das Thema innere Kindarbeit einsteigen möchte, eben ohne Hilfe. Dann ist es einfach sehr, sehr cool, um so ein bisschen an die Bedürfnisse von diesem inneren Kind ranzukommen oder auch zu verstehen, welche Glaubenssätze haben sich eigentlich etabliert, die mich vielleicht auch krank machen. Bei mir war es eben ganz stark dieses, ich muss performen, ich muss irgendwie richtig gut in den Dingen sein, damit ich irgendwie anerkannt werde, damit ich dazugehöre. Und ja, das durfte ich dann aufbrechen, so ein bisschen. Aber das war natürlich alles ein schwieriger, langwieriger Prozess. Also das hat tatsächlich gedauert, war schmerzhaft, weil es natürlich auch so ist. Ich habe studiert, relativ lange auch, habe das auch tatsächlich durchgezogen, habe dann in einem sehr, sehr leistungsorientierten Job gearbeitet, was das natürlich alles noch mal verstärkt hat und habe einfach nie auf mich gehört, sondern war immer drauf gepolt, ich muss den anderen gefallen, ich muss es gut machen für die anderen, ich muss irgendwie Anerkennung bekommen. Und dann denkt man sich natürlich irgendwann an einem Punkt, ich habe es auch verstanden, dass das schädlich für mich ist, aber man muss natürlich zu einem Punkt kommen, wo man auch sagt, okay, ich gebe das alles, wofür ich so hart gearbeitet habe, irgendwie auf, ein Stück weit. Und versuche eine Leichtigkeit da irgendwie reinzubekommen. Und das war bei mir tatsächlich auch ähnlich wie bei der Rachel. Bei mir ist dann auch das PCOS-Syndrom, also PCO-Syndrom, irgendwann nicht mehr nachweisbar gewesen. Meine Periode kam zurück. Und das war noch vor der Ernährung nach Anthony William. Und deswegen sage ich auch, das war ganz, ganz wichtig, dort irgendwie so an seine Bedürfnisse ranzukommen und nach den Bedürfnissen zu leben, um ja einfach wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen, die Periode zurückzubekommen, zur Weiblichkeit auch zurückzubekommen, weil natürlich auch dieses sehr leistungsorientierte eine sehr, sehr männliche Energie ist. Ganz, ganz viel Sport war noch, da habe ich auch Leistung gebracht und so weiter. Und dieses, ich muss nicht so viel leisten, ablegen, hat mir da tatsächlich extrem geholfen. Genau. Ja. Ja, das sind auch so Bilder, die man von sich selbst hat, die man da loslassen darf. Gell? Das war bestimmt auch sehr schmerzhaft. Ja, absolut. Ja. Auch das mit dem, was du gerade gesagt hast, mit der männlichen Energie, das finde ich auch so wichtig. Vor allem eben auch, das hat sich bei uns ja beiden in unserem Reproduktionssystem gezeigt, unsere Disbalance, sage ich mal. Und das finde ich auch so spannend, dass du das sagst, weil bei mir war auch mein Studium sowas, was ich irgendwie gefühlt auch die Jahre gemacht habe, um meinem Papa zu gefallen. Und eben da dieses Ungleichgewicht, was du auch eben beschrieben hast, mit männlich und weiblich, jetzt dann auch später einfach das Studium zu lassen und dann in die Weiblichkeit reinzukommen, das war bei mir auch mega wichtig. Das ist ein sehr schöner Aspekt. Ja, finde ich auch. Einfach diese ja, innere Ruhe zu finden, dieses, ich darf, ja, ich darf so sein, wie ich bin, was, wie du, Priscilla, schon gesagt hast, natürlich irgendwie schmerzhaft sein kann, weil man halt einfach anders gelebt hat vorher. Man muss das loslassen und auch hinterfragen und fragt sich dann auch, was habe ich denn bis dahin gemacht? Hat das überhaupt einen Sinn gemacht, was ich bis dahin gemacht habe? Und ja. Ja, und es hatte auch einen Grund, warum du es so gemacht hast. Ja, absolut. Wir ja nichts grundlos machen. Gerade Dinge, die aus unserer früheren Kindheit entstehen, da mussten wir uns ja Dinge angewöhnen, um uns zu schützen, um zu überleben, um in ein System hineinzupassen. Und bevor man die loslassen kann, da bricht der Panik aus. Also dann denkt ja das ganze System so, nein, wir müssen das machen, sonst überleben wir hier nicht. Und da dann in diese Ruhe hineinzufinden, das, ja, dann nimmt die Anna auch noch mit rein, weil du hast beim Instagram-Interview auch so schön erklärt mit diesem Bild. Das fand ich auch sehr schön. Du meinst mit meiner Visionstafel, ja stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Ja, ja, okay, ja, bei mir war das tatsächlich so, also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich wirklich irgendwie, ich hatte das Bedürfnis, mich für meine Heilung zurückzuziehen. Also ich hatte das Bedürfnis, einfach mich in den Vordergrund zu stellen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, wenn ich das nicht tue, dann kann ich nicht 100%ig heilen. Also das mit der Ernährung war eben die eine Sache, aber ich habe wirklich mich auch distanziert. Das hat mir mein Körper einfach auch gezeigt. Ich möchte jetzt keine großartigen sozialen Kontakte haben. Also es war wirklich mein Bedürfnis. Und das Erste,
womit ich überhaupt angefangen habe, wie Kata das schon sagt, ich hatte ja auch Morbus Basedow und ich war einfach immer auf 180. Also wenn ich darüber nachdenke, wie ich früher gelebt habe, das war einfach Wahnsinn. Also ich hab auch sehr viel Sport getrieben. Ich hatte den Haushalt, also das mache ich eben also mein Mann ist auch selbstständig, der arbeitet die ganze Zeit. Das heißt, ich habe neben meinem Beruf, was nachher zum Schluss die letzten Jahre eigentlich fast in Vollzeit war, und den Kindern und dem Haushalt noch irgendwie den Anspruch an mich gehabt, Sport zu treiben. Ich bin um 5 aufgestanden, bin laufen gegangen und nachts eigentlich kaum geschlafen auch, weil mein Beruf das auch nicht so gegeben hat, weil ich musste manchmal um 4 Uhr nachts los und also es ist Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und deswegen hatte ich als erstes wirklich das Bedürfnis, überhaupt zur Ruhe zu kommen. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert, einfach nur zur Ruhe zu kommen. Und da habe ich einfach mit Meditation angefangen. Und das hat mich wirklich auch lange Zeit gekostet, dass das überhaupt möglich war, weil erstmal saß ich wirklich nur dumm da und es hat überhaupt nicht funktioniert. Aber wenigstens saß ich überhaupt. Das war schon mal ganz gut, weil vorher habe ich immer, das war so, wenn ich abends mich auf die Couch gesessen habe, habe ich immer gedacht, oh Gott, du könntest das und dies, du verlierst deine Zeit und dann ging es weiter. Genau, also das war so mein Start sozusagen, überhaupt zu mir zurückzufinden und dann, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich alles gemacht habe. Also ich habe mich wirklich angefangen, mit mir auseinanderzusetzen, sei es dann diese Arbeit mit dem inneren Kind. Also bei mir war das so, ich hatte jetzt keine Therapeutin oder so gehabt, das habe ich tatsächlich alles irgendwie mit mir ausgemacht. Und es kam auch sehr, sehr viel hoch. Also bei mir ist es wirklich tatsächlich ähnlich wie bei Kata, dieser Leistungsdruck gewesen. Ich musste so viel machen oder ich wollte da so viel machen, um anderen zu zeigen, weil mir wurde als Teenager tatsächlich wirklich wortwörtlich gesagt, dass ich nicht gut genug bin und dass aus mir niemals was wird und das nicht nur von einem Menschen, sondern von mehreren. Und das sitzt so tief in dir drin und das durfte ich tatsächlich einfach lernen. Und nicht nur lernen, sondern auch in mir spüren, dass es nicht stimmt, dass es gelogen, dass es nicht die Wahrheit ist. Und das ist so ein befreiendes Gefühl fürs Erste, zu wissen, du bist es wert, das für dich zu tun. Du musst nicht ständig leisten. Deswegen habe ich auch meinen Beruf aufgegeben, meine Selbstständigkeit. Natürlich war das, früher hätte ich gesagt, okay, das sieht aus wie ein Versagen, aber mir war das eben egal. Mir war das vollkommen egal, was die anderen davon eben halten. Ich war mir selbst wichtig und es hat sich sehr, sehr leicht für mich angefühlt, wirklich, da rauszukommen, einfach um für mich da zu sein. Und das, was mit dieser Visionstafel, was du meinst, also ich durfte wirklich durch dieses Auseinandersetzen mit mir selbst, durfte ich mich selbst einfach kennenlernen, meine Bedürfnisse oder überhaupt meine Wünsche. Ich hatte eine Visionstafel, die steht immer noch in meinem Schlafzimmer, aber da waren Bilder drauf. Ich wollte einfach so ein Vision Board haben und habe gedacht, okay, dann klebst du dir so Sachen drauf, was du noch machen willst und was du noch besitzen willst. Und das waren eigentlich überwiegend so materielle Sachen. Ich wollte auch einen tollen Salon haben, alles sollte toll und toll aussehen, so nach außen, alles nur nach außen. Und als ich aber wirklich mich selbst kennenlernen durfte, durch dieses Auseinandersetzen, also das hört sich ja so an, auseinandersetzen mit sich selbst, was heißt es denn? Also für mich heißt es wirklich, zur Ruhe zu kommen, endlich mal zur Ruhe zu kommen und in sich reinfühlen. Ja, und als ich wirklich mich kennenlernen durfte, habe ich wirklich alle Bilder, ich saß davor und habe gedacht, nichts davon entspricht mir irgendwie. Ich habe nur 4 Bilder dran gelassen, also ist mein Mann, meine Kinder und ich, die hängen in der Mitte und sonst habe ich alles runtergerissen und jetzt nach und nach klebe ich Bilder drauf, die wirklich mir entsprechen, die meinen Wünschen entsprechen, was ich mir wirklich wünsche. Und witzigerweise ist also da ist nichts Materielles dabei und alles, was dabei ist wirklich, dient nicht nur mir, sondern irgendwie auch anderen. Das ist total, und ich finde das so schön, das wieder in sich zu spüren, einfach dieses Mitgefühl und Liebe auch zu anderen. Das war früher irgendwie, weiß nicht, ob das da war, aber es war nicht so vorhanden. Und ja, also das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Also dieser Rückzug und einfach sich mit sich selbst beschäftigen. Also ich habe auch in der Zeit, also diese Heilungsphase bei mir war wirklich nicht einfach. Also psychisch war es nicht einfach, weil es mir auch körperlich nicht gut ging. Dadurch ging es mir natürlich auch psychisch automatisch, weil ich dachte, okay, wird es überhaupt was mit mir? Werde ich überhaupt heilen? Aber ich bin
also ihr redet ja immer so von Dr. Joe Dispenza, ich kenne auch seine Bücher, aber ich bin überhaupt nicht wissenschaftlich. Ich schwebe irgendwo mit Engeln zusammen und also ich liebe auch diese Kommunikation mit Engeln, mit Gott. Also das ist voll meine Welt und ich spüre das auch richtig. Und da habe ich angefangen, mit Engeln richtig zu kommunizieren, Fragen zu stellen und habe irgendwann auch ja, Antworten bekommen und das hat mich immer mehr und immer mehr inspiriert, da reinzusteigen und ja, und das unterstützt mich auch total auf meinem Weg. Ich bin da so dankbar dafür, dass es für mich diese Möglichkeit gibt und ja, und ich fühle mich jetzt, also wo ich diesen Weg jetzt gegangen bin, es ist wirklich nicht lange her, 8 Monate, es ist eigentlich eine kurze Zeit für eine Heilung. Das, also finde ich schon, dass es eine kurze Zeit ist, aber ich fühle mich wie wirklich aus einer Schale geschält. Also das ist, ich weiß nicht, hast du das mal erzählt? Das ist ja wie so ein Kohl, der Schicht für Schicht sozusagen, also Priscilla, hast du das mal nicht erzählt? Mit diesem Kohl, der Schicht für Schicht, wo die Schicht, irgendjemand hat das erzählt, dass es so bei der Heilung passiert. Und so ist es wirklich, dass Schicht für Schicht irgendwie abgefallen ist. Und jetzt stehe ich hier, ich glaube, da geht es noch viel, viel mehr. Aber ich fühle mich so stabil in meiner und so sicher, dass ich genug bin, dass ich nichts leisten muss, sondern nur, wenn ich das möchte. Ja, und das ist eigentlich ähnlich wie bei euch. Ja, dieser Leistungsdruck, glaube ich, der kann wirklich krank machen. Wirklich. Ja. Mega spannend, vielen Dank. Also irgendwie zu sehen, dass Leistung von der Gesellschaft verlangt wird, aber das, was man als Kind erlebt hat, aber auch das, was man sich selber vorgestellt hat, wie bin ich als Erwachsene, welche Rolle spiele ich, wer möchte ich sein und auch welche Vorbilder einen geprägt haben. Bei mir war so der Punkt, wo ich einfach wusste, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter. Also ich habe das sehr, sehr lange durchgezogen, mal einfach so zu sagen. Ich habe enorm lange mit enorm krassen Symptomen einfach weitergelebt und niemand in meinem Umfeld hat irgendwas gemerkt. Also ich war ja schon an dem Punkt, dass ich auf Dreharbeiten war oder im Urlaub und mir künstliche Darmeinläufe gegeben habe und das niemand mitbekommen hat. Aber meine Verdauung hat nicht mehr funktioniert. Und ich denke, das ist auch etwas, was chronisch Erkrankte, irgendetwas fängt vielleicht schleichend an und es hat sich dann so manifestiert, man hat sich schon so damit abgegeben, weil man noch an diesem alten Vision Board hängt und sagt, ja, das ist mein Leben, dass man seinen Körper dahin erzieht, dass er dieses Vision Board lebt. Und eigentlich, wenn man sich mal die Zeit nehmen würde und auf Pause drücken würde, einfach zu sagen, nee, okay, da läuft einfach alles schief. Und für wen mache ich das? Und ja, diese Reflexionsfrage, die ist enorm schmerzhaft und wir Menschen sind ja eigentlich Genies da drin, schmerzhaften Dingen aus dem Weg zu gehen. Ich habe letztens mal all meine Medikamente ausgemistet und da waren so viele Schmerzmittel drin. Einfach nur, um nicht hinzusehen, um nicht zu spüren, um mich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Und da ist mein Körper aber nach 7 Jahren Marathon, Krankenhausmarathon, war so das erste Mal, wo ich wusste, ich muss es höchstwahrscheinlich anders machen. Dann ging es nochmal 3 Jahre. Aber das war das erste Mal, wo ich mir gesagt habe, okay, ich bin krank. Ich bin krank. Und bis ich das aussprechen konnte, musste schon sehr viel Stolz sterben. Und in die Richtung möchte ich auch noch gehen. Wann war es bei euch so, dass ihr gemerkt habt, ja, jetzt muss etwas sterben, bevor ich eigentlich auferstehen kann, bevor ich dieses neue Vision Board machen kann, bevor ich wirklich sagen kann, okay, wie die Rachel, ich studiere etwas, mache mich unglücklich und ich mache das für eine Vaterfigur. Was war da dieser Moment und wie hat sich das angefühlt? Rachel. Oder Rachel. Den Katha, bitte mach gerne. Mach ruhig. Okay, gut. Also ja, du hast es ja eben auch schon gesagt, Priscilla, bei mir war es natürlich, ich weiß gar nicht mehr, ob es dann direkt so war, dass ich dann gesagt habe, okay, ich höre mit dem Studieren auf. Es war auf jeden Fall erstmal nur der Gedanke, okay, jetzt ist der Moment, wo ich was ändern darf.
Und dann ging es aber eigentlich auch erst los. Also ich meine, mit meiner Diagnose kam natürlich irgendwie so diese Erkenntnis, okay, irgendwas stimmt halt wirklich nicht und ich darf da jetzt wirklich mal genauer hinschauen. Und es war aber dann nicht so, ja, okay, alles ist klar, ich höre jetzt auf zu studieren und dann ist alles super, sondern dann ging es natürlich erst wirklich richtig los und ich habe dann auch mit einer Coachin sehr eng zusammengearbeitet, die hat mich auf meinem Weg unterstützt und mir auch mich gestärkt, eben dahingehend. Ich weiß noch, wir hatten dann wirklich so eine Session, wo sie zu mir gesagt hat, Rachel, ich glaube, du bist bald so weit, dein Studium loszulassen. Und ich dachte so, was? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist doch nicht, ja. Und das hat einfach dann auch noch mal eine Zeit gedauert. Und auch als ich dann wirklich das irgendwann entschieden hatte, okay, ich breche jetzt mein Studieren ab, dann hat es auch noch mal ein Jahr gedauert, bis ich es geschafft habe, den Mut zusammenzubringen, es meinem Papa zu sagen und mich vor ihn hinzusetzen und zu sagen, Papa, das ist nicht das Richtige für mich, ich entscheide mich für was anderes in meinem Leben. Und ja, also es war schon ein schleichender Prozess. Also also es war immer so, es war irgendwie so ein Gedanke, es darf sich was verändern. Und dann habe ich lange mit dem Gedanken gespielt und lange wie so ein bisschen angefangen, so Energie da reinzugeben und zu gucken, wie sich es anfühlt, wenn ich mal so ein bisschen in Gedanken damit experimentiere. Und es hat dann immer auch so, ich habe dann auch immer so diese Zeit gebraucht, wo ich dann irgendwann sagen konnte, okay, ich lasse es jetzt gehen, es ist jetzt okay, ich kann es jetzt auch so gehen lassen, dass ich danach nicht das Gefühl habe, ich habe nichts mehr oder ich breche danach zusammen. Weil ich habe auch ganz oft noch gemerkt, ich brauche das Studium irgendwie auch noch so ein bisschen als Identifikation, weil wer bin ich, wenn ich nicht mehr studiere so. Und ja, also es war ein schleichender Prozess, würde ich sagen. So eine wichtige Frage und ich glaube, das ist die ehrlichste Frage überhaupt, die irgendwann auftaucht. Wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht mehr studiere? Wer bin ich, wenn ich meinen Salon nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr 100% Karriere machen kann? Wer bin ich, wenn ich nicht mal mehr mit meinen Kindern rausgehen kann auf dem Spielplatz, weil ich so schwach bin? Diese Wer bin ich Frage, die geht tief. Ja. Ja, Katja, Ja. du auch? Ja, ich kann mich da tatsächlich der Rachel größtenteils anschließen. Das war nicht irgendwie ein Tag, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mehr Bewusstsein für meine Bedürfnisse entwickeln. Und das kann ich, glaube ich, auch erst rückblickend sagen, dass ich das irgendwie Schritt für Schritt lernen durfte. Ich glaube halt, irgendwann ist der Leidensdruck, und das ist ja, diese Grenze ist halt bei jedem verschieden, irgendwann war der Leidensdruck zu groß, dass man sich eben neuen Dingen gewidmet hat. Und das hat ja, wie du es vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hast, dass diese Dinge passieren, das hat schon einen Grund. Dass Dinge, Verletzungen in der Kindheit passieren, hat einen Grund. Du lernst daraus, du wirst, wer du bist, du darfst dadurch erfahren, was du eigentlich kannst. Und manchmal entwickelt sich halt durch die Gesellschaft so ein bisschen in eine falsche Richtung, wie die Anna gesagt hat. Also bei mir waren es auch, das finde ich immer wieder ganz spannend, dass bei uns so viele Parallelen sind. Es waren ganz viele Momente, wo ich rückblickend sage, in der Kindheit hat mir irgendjemand was nicht zugetraut. Ich war die Kleinste, die Schwächste, die Jüngste und war in der Schule nicht besonders gut und so weiter. Und ich glaube, da spielt die Schule tatsächlich auch eine große Rolle, weil die suggeriert dir so oft, du kannst irgendwas nicht, weil du nicht der Norm entsprichst. Es wird halt im normalen Schulsystem nicht gefördert, was du wirklich gut kannst, sondern es wird immer nur drauf geschaut, was du nicht kannst. Und daraus kann sich dann halt dieses Überperformen entwickeln. Und wie ihr vorhin gesagt habt, ich war das zu 100%. Ich habe irgendwann einen Punkt erreicht, wo mir alle Leute, und das habe ich bei Anna auch schon öfters gehört, wo mir alle gesagt haben, wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das ist ja Wahnsinn, was du alles machst. Und ich dachte mir natürlich, yes! Also nicht bewusst, sondern mein verletztes kleines Kind hat sich gedacht, yes, endlich werde ich gewertschätzt. Und wie du gesagt hast, der Punkt, wo du erkennst, wenn ich ehrlich bin, tut mir das nicht gut. Wenn ich ehrlich bin, ist dieser Dauerstress, dieses Überperformen, ist so gegen meine Ruhe, die ich eigentlich brauche, um mich zu nähren. Dann kommst du halt zu dem Punkt, wer bin ich, also was bleibt denn übrig, wenn ich nicht mehr überperformen kann? Dann bin ich ja wieder nicht irgendwie das, was ich eigentlich mal wollte. Und da wirklich zu sagen, ich lasse diese Erwartungen an mein Erwachsenenleben los und ich bin trotzdem wertvoll, weil ich andere Dinge vielleicht kann, die ich gar nicht für möglich gehalten habe. Das war, glaube ich, so der Prozess. Ja. Mega schön auf den Punkt gebracht. Gerade dieses, ja, man tut etwas, was einen langsam zerstört, aber man feiert es in dem Moment, weil man endlich diese Anerkennung bekommt.
Und warum sollte man freiwillig das loslassen, bis eben der Körper sagt, ich kann nicht mehr, fertig. Weil der Kopf, der würde das ja endlos spinnen. Ja. Würde ja nicht. Ja, weil wir aber auch in diesem Film sind, weil wir ja nicht verbunden sind. Und da sind wir bei der Meditation. Wir sind nicht verbunden mit uns selbst. Wir sind nicht verbunden mit unseren eigentlichen Bedürfnissen. Wir sehen nicht, was uns der Körper, was uns das Umfeld eigentlich alles zeigt, weil wir so in der Maschine sind, so im Funktionieren sind. Und wenn man dann irgendwie diesen Schritt zurück schafft, das ist halt dann tatsächlich der Schlüssel. Mhm. Ja, das Verbundensein. Ich denke, da kommen wir auch noch mehr hin. Wir haben jetzt die Meditation. Anna, du hast auch schon erzählt, dieses Gespräch mit den Engeln. Bei mir war das so, ich bin sehr religiös aufgewachsen, musste das wie beerdigen, also auch eine Lehre, die von außen kommt, die mir nicht gut getan hat. Und dann durch die Erkrankung, durch diesen Zerbruch, wieder gemerkt, nee, aber da ist etwas Größeres, da ist eine Schöpfung. Gerade wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, hat man mehr den Bezug zur Natur. Dann geht man wieder spazieren, denkt, wow, wir sind alle verbunden. Und in der Meditation, das war auch so aufblühend für mich, dieses Widerspüren, was die Katha gerade gesagt hat, dieses Verbundensein. Wie war das für dich? Wann hast du gespürt, okay, da war ich irgendwie abgespalten? Und wie hat dieses Zusammenführen sich für dich angefühlt? Ja, es war schon irgendwie, also es war auch ein langer Prozess, bis ich das gespürt habe tatsächlich, dass ich irgendwie so ein bisschen mehr zu meiner Essenz, oder man spricht ja auch so von der inneren Göttlichkeit, kommt, weil ich das tatsächlich komplett abgelehnt habe, dass da irgendwie was anderes ist, muss ich ganz ehrlich sagen, durch meine Jugend. Ich konnte nichts mit Kirche gerade anfangen und dementsprechend habe ich auch alle Spiritualität für mich abgelehnt. Und dann kam das, glaube ich, tatsächlich auch wieder durch den Leidensdruck, und du spürst, du veränderst Dinge, es tut dir gut, du fühlst dich besser. Und dann suchst du halt nach mehr Antworten, möchtest irgendwie mehr daraus ziehen und gehst eben immer wieder dann in diese Stille und in diese Verbindung. Mhm. Und aber auch da muss ich sagen, bevor jetzt jemand denkt, scheiße, ich kriege das überhaupt nie hin, das funktioniert auch mal besser und mal weniger gut. Ich bin auch oft immer noch, merke ich komme in den Stress, ich nehme mir zu viel vor und merke auch, es funktioniert nicht, in die Stille zu kommen. Und darf aber jetzt, weiß eben jetzt durch die Erfahrung, okay, ich muss dann wieder irgendwie, ich muss anpassen, ich muss wieder in die Ruhe kommen, ich muss wieder Dinge ändern. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich einfach ein langer Prozess des immer mehr Lernens. Ja, es ist einfach ein Weg, gell? Ich sage immer, dass Heilung ein Weg zu sich selbst ist und der ist einfach auch individuell und darf individuell sein. Anna, du hast vorhin angedeutet mit den Engeln und dem Spirituellen. Wie war das für dich? War das was ganz Neues dann, was du so entdeckt hast, oder war das auch etwas, was dir früher schon mal mitgegeben wurde? Also es wurde mir tatsächlich überhaupt nicht mitgegeben, aber neu war es für mich auch nicht. Also bei mir war es so, ich glaube, so mit 17, 18 Jahren habe ich mich angefangen, dafür zu interessieren. Also ich wusste immer, dass es irgendwas von außen gibt. Diese innere Stimme hat es mir immer irgendwie zugeflüstert. Und da habe ich mich angefangen, mit diesen Seelenwanderungen, Austreten aus dem Körper, also mit Nahtoderfahrungen auseinanderzusetzen. Ich habe zig Nahtoderfahrungen gelesen und habe dieses Wissen mir sozusagen im Laufe des Lebens so angesammelt, was passiert eigentlich nach dem Tod. Und so war das eben bei mir, dieser Schritt für Schritt, also das war überhaupt nicht neu für mich. Und für mich gibt es ja irgendwie, ich sage immer, für mich gibt es ein Leben vor dem August letztes Jahres und danach. Das kann ich wirklich sagen, das war ein Schnitt. Ich sehe das richtig wie ein Schnitt, dass es also ganz zwei verschiedene Menschen sind. Also ich bin immer noch ich, aber eben eine ganz andere Anna. Und vorher habe ich auch ganz viel, also auch gerade beim Laufen mit Gott gesprochen, um Hilfe gebeten, aber ich habe es nie so, ich habe gespürt, dass es ihn gibt, aber irgendwie konnte es nicht so fühlen in mir. Jetzt kann ich es aber richtig fühlen. Ich fühle mich richtig, wie ich geführt werde durchs Leben und kann das, wenn man das wirklich reflektiert, wenn man wirklich darüber nachdenkt und reflektiert und rückwirkend auf sein Leben blickt, dann kann man wirklich jeden Schritt
nachverfolgen oder beziehungsweise in jeder deiner Lebenslage sehen, dass du geführt wurdest, dass du da nicht, also alleine, ich hatte so viele Lebenslagen in meinem Leben, ich wäre da alleine niemals durchgegangen. Das weiß ich sehr gewiss und deswegen, ja, liebe ich das auch dafür, diese Möglichkeit. Also ich spreche jeden Tag mit Engeln. Ich sage, wenn ich aufwache, sage ich Guten Morgen Gott, Guten Morgen Jesus, Guten Morgen mein Seelenbegleiter, Engel, alles Mögliche. Ich lese auch ganz viele Bücher darüber. Es ist aber nicht so, dass ich alles glaube und aufnehme, was mir irgendwie gesagt wird, sondern irgendwie so mache ich mir meine Welt, meine eigene Welt. Und ich fühle mich gut da drin. Ja, absolut, deswegen habe ich auch so wenige Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann, aber die gibt es mittlerweile. Und das finde ich so toll, einfach so Menschen zu finden, die tatsächlich so fühlen, wie ich auch. Wobei ich der Wissenschaft auch nicht abgeneigt bin, überhaupt nicht, aber also gar nicht. Das hört sich immer so an, als ob ich... Ne? Ganz viel, Anna, weißt du. Ja, aber ja, so deswegen war es für mich nicht neu, aber ich bin jetzt viel, viel tiefer drin, weil ich das jetzt spüren kann. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach auch zur Ruhe gekommen bin. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, können wir auch vieles einfach nicht spüren. Wir können uns nicht mal selbst spüren. Was sollen wir denn bitte von anderen Dingen reden? Wie sollen wir andere spüren oder gar irgendeine Welt, die viel feinstofflicher ist als unsere? Natürlich können wir die nicht fühlen. Das kann wirklich nur passieren, wenn wir zur Ruhe kommen. Und wie Kate das auch schon sagte, ich bin immer noch so. Ich bin tatsächlich immer noch die Anna ohne Morbus Basedow, witzigerweise. Aber ich bin immer noch voller Feuer drin, bin ich immer noch. Und dass ich denke, ich will das und dies und jenes machen. Und dann muss ich mich, okay. Und mein Körper zeigt mir das auch sofort. Mein Schwindel kommt sofort zurück, immer noch, wenn ich mir zu viel vornehme. Aber jetzt kenne ich aber den Weg oder den Schlüssel, dass ich mich, okay, dann sage ich, okay, ich ziehe mich zurück und diese Heilung, beziehungsweise also das passiert auch viel, viel schneller. Früher hätte ich Monate dafür gebraucht, weil ich auch nicht schnell genug das gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht. Jetzt merke ich es aber sofort und dann nehme ich mich auch raus. Sei es auch mal ein Abend, ich sage zu meiner Family, sorry, könnt ihr euch vor die Glotze setzen, mir egal, ich bin jetzt für mich. Und dann bin ich auch wieder aufgeladen und kann wieder mich spüren und irgendwie die Menschen auch und ja, die Welt. Das ist so ein wichtiger Punkt, diese Selbstfürsorge. Und ich denke, das, was wir oft nicht gelernt haben, wir chronisch Erkrankten oder die eine Zeit lang so chronisch krank waren, ist in diese Selbstfürsorge zu kommen. Und da finde ich es auch mega spannend, was du, Rachel, gesagt hast mit dem Coach, dass du das alles angeschaut hast. Und Kater, du hast die innere Kindarbeit auch erwähnt. Ich denke, das wirklich aufzuarbeiten, warum habe ich nicht gelernt, zu mir zu schauen? Ich bin zum Beispiel so in einem toxischen Familiensystem aufgewachsen, wo ich mich kümmern musste. Ich musste in dieses System reinpassen und ich musste funktionieren und konnte in der Zeit gar nicht lernen, was bedeutet es, Selbstfürsorge zu tragen, wirklich innezuhalten. Und dieses ungesunde Muster, wenn man dann noch Mutter wird oder man hat ein Team, was man anleitet und so weiter, sind ja überall, ist man irgendwo in Verantwortung. Und man hat gelernt, dass man immer zuerst für die anderen schaut und da schaut, dass alles funktioniert. Und selber sagen schon die Symptome, hey, okay, ich kann nicht mehr. Und jemand, der das gelernt hat, der würde einfach sagen, ja, nee, ist mir jetzt zu blöd, ich mache jetzt eine Pause. Und wenn man das eben nicht gelernt hat, dann ja, macht man die Pause nicht, bis der Körper komplett ausrastet. Also nochmal zusammenfassend, es war für uns alle dieser Punkt da, wo wir gemerkt haben, ob jetzt eine Diagnose, eine offizielle oder dass wir es gespürt haben, wir sind krank, etwas stimmt nicht und etwas muss sich ändern. Und dann haben wir das angenommen, dieses Gefühl, etwas stimmt nicht. Weil man könnte dann ja auch noch lange, also so wie ich es gemacht habe, sehr lange dagegen kämpfen. Aber irgendwann dieser Punkt dieser Annahme. Und dann, und darüber würde ich gerne mit euch sprechen, das ist jetzt auch immer schon wieder durchgekommen, ist dieses Mitgefühl. Und zwar mit sich selbst und mit seiner Situation. Zu sagen, okay, das ist gerade mega uncool und auch da in die Trauer gehen zu können. Ich habe so viel geweint. Ich habe echt so viel geweint und ich habe manchmal geweint, weil ich wieder geweint habe. Weil ich so die Schnauze voll hatte. Aber da war einfach so viel Schmerz,
was gespürt werden musste. Und nur wenn wir diese Emotionen wirklich spüren, können wir heilen. Und wenn wir sie runterdrücken, werden sie immer lauter und es wird ein Riesenbiest. Wie war dieser Prozess für euch, dieses schmerzhafte Heilen, was halt einfach bedeutet, durch diese Emotionen hindurchzugehen? Dann fange ich diesmal mal an. Ja, also wie du es schon gesagt hast, für mich war auch ein ganz zentraler Punkt, das Ganze anzunehmen. Ich habe jahrelang, wenn die Ärzte mir gesagt haben, was ich habe und dass meine Schilddrüse rausoperiert werden muss, habe ich gesagt, ich habe nichts, ich bin perfekt, das ist alles super und läuft gut. Und dann irgendwann eben tatsächlich zu sagen, nee, es stimmt tatsächlich nicht. Und da kam für mich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es für mich total schwierig war, dieses Bild loszulassen, wie ich funktioniert habe. Ein ganz zentraler Punkt, an dem ich bis heute arbeiten darf, ist, glaube ich, tatsächlich die Selbstliebe auch. Dass ich mein wahres Ich, was ich jetzt langsam kennenlernen durfte, dass ich das tatsächlich auch annehme, dass ich das liebe und dass ich dem irgendwie freien Lauf lasse. Und daraus entsteht ja auch wieder total Schönes. Aber das mich selbst, so wie ich wirklich bin, zu lieben, anzunehmen, das ist ein andauernder Prozess und war für mich tatsächlich ein ganz, ganz großer Schlüssel. Erst die Krankheit annehmen und dann mich selbst annehmen und dann mich selbst lieben. Genau. Mhm. Ja, so schön. Ja, ich finde, man sagt Selbstliebe, es taucht total häufig auf Instagram auf und also viele sprechen davon. Aber wenn man es tatsächlich mal richtig überdenkt und sagt, wie sehr liebe ich mich denn selbst, wie sehr bin ich mir auch dann eben Dinge wert, kann man, glaube ich, an vielen Dingen immer noch fortwährend arbeiten tatsächlich. Wie du gesagt hast, es ist ein lebenslanger Prozess Ja, und immer wieder anpassen. Stimme hoch, wo diese Liebe eben nicht stattgefunden hat, wo es eigentlich hätte da sein müssen. Gerade wenn wir dann in unsere Kindheit zurückblicken und einfach merken, ja, da gab es so viele Situationen, wo ich nicht aufrichtig geliebt wurde und jetzt stehe ich in der Verantwortung, dass ich mich liebe, auch wenn ich es eine Zeit lang nicht wert war anscheinend für mein Umfeld. Und da kommt ja dann auch wieder viel hoch, weil man möchte das doch einfach bekommen, man hätte doch das Recht dazu, aber es war nicht so, es konnte nicht so sein und daraus ist dann diese größte Stärke oder im Film sagt man immer, das Elixier ist dann diese Selbstliebe, aber man erkennt auch an im gleichen Schritt, dass man sich das eben selbst geben muss und das kann auch wieder ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Absolut, ja. Ja, wie du gesagt hast, das ist natürlich mit sehr, sehr vielen Tränen auch verbunden. Wenn du sagst, ich muss jetzt irgendwie ja zu dieser Liebe kommen. Und es war natürlich nicht am Anfang so, dass ich gesagt habe, diese neue Version liebe ich tatsächlich, sondern es war dann natürlich am Anfang so, dass ich mir gedacht habe, ich mag doch die andere Version viel lieber. Die finde ich irgendwie viel cooler und viel, viel mehr erstrebenswerter als meine neue Version und dann tatsächlich daran zu arbeiten, zu erkennen, zu spüren, was daran eben auch liebenswert ist, das zu lernen, das war ja sehr, sehr wichtig. Danke. Wer möchte weitermachen? Soll ich jetzt? Okay. Ja, also das mit dieser mit dieser Liebe, das ist so ein interessanter Punkt. Also letztendlich geht unser ganzes Leben, also es geht wirklich für alle, egal welche Probleme du hast, letztendlich geht es wirklich nur um Liebe, dass du nicht genug geliebt wurdest. Deswegen sind wir ja so, dass wir es anderen immer irgendwie zeigen wollen, weil wir einfach dadurch denken, dass wir mehr geliebt werden. Oder ja, und letztendlich geht es tatsächlich auch darum. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass einfach, wie du schon sagst, Kata, überall geht es um Selbstliebe, sich selbst zu lieben. Das ist immer so ein Oberbegriff. Was heißt es denn überhaupt, sich selbst zu lieben? Aber das ist es einfach wieder, einfach zu erkennen, dass du es wert bist. Also ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr viel geweint in der Zeit, wo ich wirklich also diese Emotionen sind in uns ja so tief gespeichert, dass wir sie ja gar nicht merken. Wir denken, ach, was mich nicht tötet, macht mich stark.
Also so sind wir dann ja auch. Aber diese Emotionen sind einfach so tief in uns verankert, dass die einfach an die Oberfläche kommen müssen. Deswegen ist es ja auch so schön, dass man eben das mit den Tränen, dass man das nochmal irgendwie verarbeitet. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Medium zusammen, also ich war bei einem Medium und sie hat bei mir Chakrenreinigung gemacht. Und das war so ein krasses Erlebnis für mich, wo sie wirklich das angesprochen hat, Sachen, die sie nicht wissen konnte. Und ich habe die aber schon vergessen, dass die überhaupt stattgefunden haben aus meiner Jugend. Und ich habe so geweint, bitterlich, ich konnte mich gar nicht beruhigen. Und das ist mir so oft passiert. Ich bin immer noch sehr emotional, wenn ich mich irgendwie, aber das ist gut, wenn es rauskommt mit Tränen, weil diese Gefühle gehören ja dazu. Wir sind ja, das ist wichtig, dieses Gefühl kommen, aber auch wieder gehen zu lassen, aber das nicht irgendwie zu unterdrücken in sich, weil wir ja stark sein wollen, weil wir nach außen das nicht zeigen wollen, wie viel, dass wir schwach sind. Und ja, das denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist eben auch Selbstliebe. Ich habe auch diese Meditation ganz viel gemacht, wo man wirklich sich an die Situation erinnert in der Kindheit und da zurückgeht in die Kindheit, das innere Kind umarmt. Ich habe zuerst gedacht, was für ein Schwachsinn, wie soll das, ne, so, aber das funktioniert wirklich. Wo du dich als kleines Kind da stehen siehst und das einfach umarmst und sagst, guck dich mal an, wie du später bist. Und das löst sich irgendwie, es löst sich, viele Ängste können sich dadurch lösen, viele Unsicherheiten, also es ist wirklich, ja, es hört sich immer so nach, ja, Schwachsinn für viele an, glaube ich, aber es ist wirklich notwendig, glaube ich, das zu machen, um uns einfach selbst. Ein wichtiges Bild, was du gerade erzählst von dieser Meditation, dass du als Erwachsene dein kleines Kind umarmst. Also du gehst in diese Verantwortung, nicht das kleine verletzte Kind wartet, bis jemand endlich kommt und einen sieht. Nein, du bist jetzt die Erwachsene und darfst dieses Kind heilen. Und das ist auch in dieser Heilung, die wir alle erleben dürfen und immer noch dran sind, ist diese Selbstverantwortung. Das ist eigentlich das Höchste, dass wir diese Absolut, ja. Diese göttliche Schöpferfunke, zu dem wir dann befähigt sind, eben zu heilen. Also wir können uns selbst heilen in dieser Verantwortung und Selbstannahme. Genau, und Selbstverantwortung ist, glaube ich, ein Riesenstichwort, wirklich diese Selbstverantwortung. Also ich kriege auch sehr, sehr viele Nachrichten über Instagram, wie machst du das, wie machst du dies, wie hoch sind deine Werte, wie hoch waren die? Und ich habe das Gefühl, ich glaube, so habe ich am Anfang auch gehandelt, aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf sich zu schauen, sich mit niemandem zu vergleichen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Nicht schauen, wer kann mir helfen, wo kann ich noch Hilfe bekommen. Klar ist es schön, Hilfe zu bekommen irgendwie, aber wirklich für sich selbst einzustehen und zu sagen, ich möchte heilen, das ist mein Weg und sich auch nicht von außen irgendwie irritieren zu lassen. Also nur man selbst kann diese Verantwortung für sich übernehmen. Niemand wird das für dich tun, weil du dich selbst am besten kennst einfach. Wirklich. Du bist dir selbst der Nächste. Ja. Rachel. Ja, mit dem Bild tatsächlich mich selber in den Arm zu nehmen, damit, also habe ich auch ganz viel da gearbeitet und auch mache ich auch immer noch sehr, sehr gerne, wenn ich mich mal wieder nicht so gut fühle. Das finde ich auch eine super kraftvolle Vorstellung einfach immer wieder. Ja, und also ihr habt ganz viel schon gesagt, was ich auch so erlebt habe, eben auch die nochmal Schmerz von früher auch nochmal zuzulassen und da auch nochmal bewusst auch in die Verletzung nochmal reinzugehen und zu gucken, was war da und warum hat es so weh getan und warum tut es jetzt auch vielleicht noch weh und wie kann ich das für mich jetzt irgendwie so lösen, also ich meine damit nicht auflösen, aber eben so lösen, dass es sich für mich gut oder okay anfühlt, so und auch als es irgendwie auch als ein Teil von mir anzunehmen. Ja, und was ich jetzt auch gerade gedacht habe, das mit der Selbstliebe, genau, das ist ja also auch immer so viel leichter gesagt als dann am Ende getan irgendwie. Und ich finde das auch vor allem ein sehr ich sag mal, komplexes Thema, wenn man auf den eigenen Heilungsweg geht, weil der tatsächlich auch erstmal super einsam sein kann. Und dann auch sich da dann so davon abhängig, also
unabhängig zu machen, wie die anderen das dann vielleicht auch sehen, diese Entscheidungen, die man dann trifft, und da bei sich zu bleiben, in dieser Selbstliebe oder da auch eben auf diesem Weg immer wieder in die Selbstliebe zu kommen, das empfinde ich auch als also enorme Herausforderung, weil also ich habe diese Einsamkeit am Anfang schon stark wahrgenommen, auch eben, ich habe ja dann eben keinen Alkohol mehr getrunken und auch nicht mehr geraucht, da habe ich nicht mehr studiert und so, also ich war eigentlich wie so komplett einmal aus allem so rausgerissen, aus dem, was alle anderen so machen oder aus dem normalen Alltag. Ja, und das ist erstmal ein einsamer Weg, so für die ersten paar Meter auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Und dann auch eben zum Beispiel den Weg, den wir ja auch alle eingeschlagen sind, auf Instagram uns damit zu zeigen und so, das hat mich auch sehr viel Überwindung teilweise immer wieder gekostet, wo ich auch gedacht habe, oh Gott, was denken manche Leute, wenn ich hiervon erzähle oder die mich auch von früher kennen und ich bin jetzt einfach irgendwie also ich rede ganz anders, ich erzähle ganz anders über verschiedene Dinge und da auch dann bei sich zu bleiben und eben zu sagen, es ist halt mein Weg. Also es ist einfach mein Weg, auch wenn der so anders aussieht, als den andere gehen. Und auch wenn vielleicht viele mich da nicht verstehen, trotzdem da bei sich zu bleiben. Ja, das ist auf jeden Fall stark, dass ihr das auch alle so gemacht habt. Ja, kann ich mich tatsächlich dir nur anschließen. Tatsächlich war es für mich auch am Anfang eine super Herausforderung, das mit Instagram zu machen, alleine in der Kamera zu reden und so. Und am Ende ist es aber dann auch wieder so schön, weil es einen ja auch verbindet dann wieder mit neuen Menschen. Also man darf alte Menschen loslassen und gewinnt halt tatsächlich neue Menschen wie euch. Ja, das ist ja tatsächlich auch was Schönes und ich finde tatsächlich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, um jetzt irgendwie auch in so eine positive Richtung zu kommen. Die Erkrankung hat einem ja auch tatsächlich so viel beigebracht, eben nicht nur über sich selbst, sondern auch über das Leben, über andere und das will man ja am Ende tatsächlich auch nicht mehr missen und ich finde, das ist so ein toller Prozess, wenn sich tatsächlich so dieses negativ behaftete Krankheit in was Positives entwickeln darf. Man kann sich das, glaube ich, aus dem Moment heraus nicht so ganz vorstellen, aber wenn das passiert, ja, dann ist es schön. Weißt du, was ich noch sagen wollte? Entschuldigung, weil sonst vergesse ich das, was glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man erkrankt, dass man sich nicht Selbsthilfegruppe sucht, wo andere erkrankt sind, um sich selbst zu bemitleiden, sondern tatsächlich Menschen zu suchen, die sich geheilt haben und von denen, also sich darauf zu konzentrieren, weil in meiner Krankheitsphase in den 17 Jahren habe ich ein paar Bücher über Morbus Basedow gelesen und die waren so frustrierend, wo ich dachte, aber das war so abstoßend für mich, da habe ich gedacht, nein, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, überhaupt nicht. Und als ich das eben euch alle kennenlernen durfte, habe ich gesehen, nein, natürlich gibt es Menschen, die heilen können. Und da gibt es ja diese Skeptiker, ach, das ist alles Quatsch. Und diese Skeptiker sind nur Skeptiker, weil die ja eben nur diese andere Seite kennen. Die Menschen, die eben nicht vielleicht für ihre Gesundheit gekämpft haben. Natürlich gibt es die Menschen, die nicht heilen, aber ja, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich auf diese Menschen zu konzentrieren, die geheilt sind und da vielleicht Austausch suchen. Ja, weil das dir diese Hoffnung gibt. Und ich glaube, das ist bei mir, ich sage immer Annahme, Mitgefühl und das Letzte ist bei mir immer Hoffnung. Ich glaube, die 3 Sachen, das waren meine Steine, die ich gelegt habe und die ich gegangen bin und dann wie auf der anderen Seite stand, wo ich wusste, okay, und jetzt kann ich das alles anpacken. Und zwar diese Hoffnung. Und das war bei mir, um doch noch die Ernährung schnell zu erwähnen. Ich stand echt in der Küche und habe gekocht, habe was zu essen gemacht, so wie wir es halt alle machen, mehrmals täglich irgendwas zu essen. Und ich höre diesen Podcast und da meint Anthony William einfach, du bist nicht schuld an deiner Geschichte, aber du kannst heilen. So. Und das war so krass und ich habe nur geheult und ich dachte so, und das nehme ich an, diese Aussage nehme ich an. Und es ist egal, von wem die Aussage kommt, also ich will jetzt da nicht Anthony William, es hätte auch ein anderes Buch oder ein anderer Podcast sein können, aber es ist genau das, diese Aussage, woran richte ich mich? Konzentriere ich mich auf diese Krankheit, auf
auf meine Verdauung, die nicht mehr funktioniert, auf das Reizdarmsyndrom, auf die Fibromyalgie, auf diese Schmerzattacken, oder sage ich, und da gibt es Hoffnung, da gibt es Heilung. Und wenn das Erste, was ich machen kann, und so war es bei mir, im Bett liegen und eine Meditation hören und wenigstens während der Meditation bin ich schmerzfrei, wenigstens nur dann war es der erste Schritt, der meinem Hirn und meinem Körper beigebracht hat, ich kann gesund werden, ich kann das. Ja. Genau, so war das bei mir auch, als es mir in den schlechtesten Stunden, wo es mir wirklich so schlecht ging, besonders während der Reinigung, habe ich gedacht, man hätte natürlich in Selbstmitleid irgendwie versinken können und alles hinschmeißen, aber ich habe es genauso wie du gemacht. Ich habe mich hingesetzt oder ins Bett gelegt und wirklich manifestiert, wie ich gesund bin, wie ich wieder laufen gehe. Das ist das, was ich jetzt wieder kann. Ich bin so dankbar. Ich laufe jetzt aber nicht, weil aus irgendeinem Zwang oder weil ich es jemandem zeigen möchte, sondern weil ich diese Freiheit genieße. Und ich habe es mir wirklich manifestiert. Und dann geht es einem körperlich auch. Und das ist, der Geist kann ja so stark unser Körper beeinflussen. Und dann kommst du wieder in eine ganz andere Schwingung automatisch. Das ist so wichtig. Und wenn es dir schlecht geht, dann wenigstens, dass du dir das im Kopf vorstellst, dass du gesund bist. Und ich habe mir auch vorgestellt, wie ich zum Arzt gehe und er sagt, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gemacht? Und dann kam der Tag, als der Professor aus der Uni mich angerufen hat, persönlich. Und der Tag kam schneller, als ich gedacht habe. So wie ich es wirklich manifestiert habe. Ja, der Geist kann ganz viel. So schön. Und ich finde auch, wenn ich jetzt euch alle hier so anschaue, ich finde das eigentlich so genial und auch so krass, weil am Ende hatten wir halt eben alle diese Diagnose, aber wenn ich jetzt uns anschaue, wie wir hier stehen, ich meine, jeder ist so, also ich habe so das Gefühl, jeder ist so richtig nah bei sich und jeder hat so richtig viele wichtige Sachen über sich rausgefunden, die wir vorher nicht wussten und machen auch ganz andere Sachen, die uns total erfüllen oder auch viel mehr erfüllen. Und ich finde, das ist auch irgendwie gerade so schön, das auch mal hier so geballt zu sehen, was daraus alles Wertvolles und Geniales entstehen kann. So schön, ja. So schön. Ja, ich denke, dass wir auch ans Ende kommen. Was ist, wenn jeder von uns noch einen ermutigenden Satz sagt für jemanden, der einfach gerade am Anfang steht? Oder ein Gedanke? Wer möchte anfangen? Also ich kann gerne anfangen. Was mir jetzt gerade so kommt, ist einfach, dass tatsächlich jeder heilen kann, dass der Weg total anders aussehen kann und dass beispielsweise auch, wir haben jetzt so viel über Meditation gesprochen, dass das auch für jeden anders aussehen kann, dass da jeder seinen persönlichen Weg finden kann. Und dass selbst wenn es Rückschläge gibt, man immer wieder daraus lernen kann und näher zu seiner eigentlichen Essenz kommt und dass dann aus Krankheit auch was Gutes entstehen kann. Das war jetzt ein langer Satz. Danke. Sehr schön. Ja, ich finde auch immer ganz wichtig dieses Bild, was ich immer vor Augen habe bei der Heilung mit den Wellenlinien. Es gibt immer wieder Tage, die sind mega gut und es gibt auch Tage, die sind wieder schlechter und man ist mega demotiviert. Und das Wichtigste, was ich einfach so als Faktor finde, ist Zeit. Also einfach dem Körper auch wirklich in aller Großzügigkeit die Zeit zu geben, zu heilen und sich selber auch die Zeit dafür zu geben und ja, da geduldig zu sein und Vertrauen zu haben. Vertrauen ist gut. Ja, genau. Ja, und dieser Satz, den Katja auch gesagt hat, da sage ich immer wieder, also wirklich nicht nur der Glaube, sondern auch das Wissen, dass du heilen kannst. Also ich bin so davon überzeugt. Also du kannst heilen. Alles, es ist möglich. Man muss wirklich nur, es ist wichtig, bei sich selbst dabei zu bleiben und sich von der Außenwelt, das weiß ich selber aus meiner Erfahrung, nicht so doll beeinflussen lassen, weil wenn du anfängst, deinen Weg zu gehen, wirst du sehr, sehr viele Spezialisten in deiner Umgebung haben, die immer ihr Senf dazu geben und dich immer von irgendwas anderes überzeugen wollen. Und das ist so, das kann so verwirrend sein, dass man sehr, sehr schnell wieder vom Weg abkommt. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dabei einfach bei sich zu bleiben und diese Entscheidung für sich zu treffen. Ich möchte heilen, ich bin wichtig und ich werde heilen. Vielen Dank. Ja. Bei mir ist es immer dieser Satz, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Pflanzen säen, Pflanzen aufgehen, duschen, backen,
weinen, lachen, telefonieren, alles hat seine Zeit, auch heilen hat seine Zeit, wirklich alles, und dass man in dieser Zeit sein darf. Und wie ihr es jetzt alle auch schon gesagt habt, dass man nicht in diese Competition reingeht, wie ist es bei anderen, wie schnell ist es bei anderen, sondern es ist dein Weg, dein individueller Weg, der dich zu dir selbst führen wird. Und ja, alles hat seine Zeit. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr die Zeit genommen habt, und danke für all die sich die Zeit genommen habt, uns zuzuhören, und wir freuen uns auch, wenn ihr einfach in den Kommentaren reinschreibt, was euch ermutigt, was für euch heilsam ist auf eure Reise, abgesehen von der Ernährung, dass wir einfach in dieser Community, in diesem Austausch bleiben und diese Hoffnungsfunken streuen, damit wir uns füllen können und am Schluss so mit als Leuchtkugeln rumlaufen. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke, es war sehr schön. Ciao. Mega schön. Tschüss. Ciao.